Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir wollen mal schauen auf W56, wie so jetzt der Stand ist. Die letzte Folge zu W56 habe ich vor grob einem Monat aufgenommen. Damals war der Server 17 Tage alt. Jetzt ist der W57 auch schon eine Weile am Start. Sind denn die Spieler, die wir damals noch dabei hatten, aktiv? So viel waren es nicht. Sehen wir jetzt schon in den Gilden, welche Gilden wirklich derzeit Rang 1 sind? Das werden wir in diesem Video beantworten. So. Und. Oh, warte mal. Was ist hier passiert? Hier muss ich gleich mal was nachgucken. Juni. Gibt's hier nicht mehr? Hat er sich umbenannt? Ach nee, wenn er sich umbenannt hätte, wäre er noch drin. Was ist mit Juni passiert? Juni ist weg. Okay. Gray ist noch dabei. Zuletzt 236 mit 79% SA. Ist jetzt 320 und Top Platz 18, damals 54. Da ist also viel passiert. Er hat legendären Dungeon gespielt, er hat sich Steine besorgt, komplett equipped, spielt als Druide. Er war damals der höchste Druide. Ich könnte mir vorstellen, dass das nach wie vor ist. Wenn er so gut mitspielt, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Drunter haben wir Davalon. Davalon hat hier nicht nur den Jack the Hammer Rekord geknackt, sondern auch Level 300er Rekord für den Demon Hunter. Das war kurz nach dem letzten Video. Und die Idee war ja, oder die Frage war ja wirklich, da der Demon Hunter während W56 ja verbessert wurde, ob sich nicht Spieler vielleicht versuchen werden, die Rekorde zu snacken. Und das bedeutet Level 400 Rekord oder 500 Rekord für den Demon Hunter könnte in Davalons Händen liegen, wenn er so weiterspielt und sich nicht überholen lässt da hingeht. Also da müsste man natürlich auch keine Dungeon-Pause spielen. Ja? Also sehr interessant. Er ist jetzt gerade Rang 6, ist natürlich Top-Char. Ja, wir können mal die Skills auch vergleichen. 3000, 2900. Ja, Cray ist nicht so weit weg von den Skills. Das sind nur 100 bis 200 Punkte. Also was heißt nur? Aber ja, das ist sehr, sehr spannend da bei denen. Horikan war 204 gewesen. Ist jetzt 285 bei den Damologen ist er jetzt, vorher war bei Money Talks. Ist natürlich jetzt außerhalb der ganz krassen Top-Spieler, aber immerhin doch sehr stark unterwegs, hat auch legendäre Gegenstände noch drin und auch Steine, wenn noch nicht komplett. Aber wenigstens hat er eine Waffe gefunden gehabt. Ist da auch jetzt in den Top 100 sogar vertreten, knapp. Also nicht der Top-Char, aber trotzdem ein sehr guter Char. Und man muss sagen, die Damologen anscheinend ja im Helleweter dritter Platz geworden. Vielleicht auch eine Top-3-Gilde. So, dann kommen wir noch zu Tragic. Tragic war 242, erst auf 290 hochgestiegen. SA hat er auch verbessert. Nicht ganz so weit fortgeschritten wie die anderen beiden, die wir in der Gilde gesehen haben vom Level her, aber auch trotzdem natürlich sehr stark unterwegs. Und hier sieht man auch, dass die Skills, also das von den Skills her sind die alle nicht so weit weg, obwohl die Level dann doch sehr weit unterschiedlich sind. Klar, zwischen Horikan und Davalon sind schon krasse Skill-Unterschiede. Der Server ist ja auch noch nicht so alt, aber trotzdem sieht es immer noch so aus, als wenn das nicht uneinholbar vorne ist. Die 4 Spieler, also Tuni fehlt hier. Ich bin da jetzt nicht so drin. Hat er vielleicht gesagt, gut, der Server geht nicht mehr. Hat sich dadurch jetzt quasi gelöscht, weil er eben andere Projekte plant oder hat sich umbenannt, aber nee, wenn er sich umbenannt hätte, wie gesagt, wäre er eigentlich noch bei mir in der Liste. Ja, vielleicht kann das Juni oder jemand anderes ja mal auflösen. Wäre ja auch nicht schön, wenn er sagt, wenn er sich entschieden hat, den Char dann zu quitten, also das wäre ja kein Problem. Ja, da sind wir auch schon in der Ehrenhalle und dann gucken wir mal. So, ja, na, jetzt. Irgendwann switcht es mal. Yay. Wir haben im Moment vom Level her Drachenprinz auf 345. Also da scheinen dann doch die Berserker ein bisschen stärker zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Davalon jetzt einfach nur sehr ruhig spielt. Weil die dann jetzt vom Level doch ein bisschen höher sind. Drachenprinz von Demoralize. Dann 345, Viti 342, Xuki 341 vom Level. Wo ist der Pay to Win and Have Fun Char?
Habe ich vorhin gerade gelesen. Ah ja, hier, 331. Da gibt es also keine. Sind die Berserker die höchsten? Wir haben auch mit Darm und Philo, Zinksalbe. Boah, einige Kundschafter jetzt hier auf dem, die ziemlich weit vorne sind, auch vom Level. Nicht, also das war damals nicht so, finde ich. Davalon, der höchste Demon Hunter nach wie vor. Reese aus der Brotherhood hat sich aber hier auch ordentlich nach vorne geschoben. Und Skill ist ja ähnlich aufgestellt wie Davalon. Mozone auch weiterhin gut dabei im Duell mit Davalon, also nicht so weit weg. Hier auch noch ein 325er dahinter, aber okay. Also, Dämonenjäger und Kundschafter kämpfen hier um den zweiten Platz, aber theoretisch, rein vom Level her würde ich sagen, im Top-Bereich sind die Kundschafter sogar ein Stück weiter vorne. Eine Assassine haben wir hier noch mit Cliff, der sich auch eingeschoben hat. Mit 325 und dann noch Akura auch von Brotherhood. Also Brotherhood liest man jetzt hier auch manchmal. In der Top-Spalte. Dann haben wir noch Magier hier oben. Konig, Lova, Patros. Also schon etwas hinterher. Ein Kampfmagier mit 326 dabei, aber auch nur der eine. Und der nächste ist wohl unter 300. Knapp. Und dann kommen auch Krieger irgendwann, haben wir gesehen. Krieger 310, 297. Also Krieger die schwächste Klasse hier auf dem Server. Krieger, Kampfmagier. Okay, das ist auch nicht so häufig. Also viele Spieler unterwegs, die hier Dungeons machen können über ihre Klasse. Das zeichnet sich auf diesem Server jetzt hier wohl so ab. Ne? Druiden natürlich nicht so. Ah, na gut, Druiden stimmt. Druide ist jetzt auch nicht so stark vertreten hier in der Top-Reihen. Aber Cray der höchste, wenn auch nur ein Level, aber der stärkste. Ja, zumindest 3 Spieler über 300. Also Druide, Krieger, Kampfmagier, Druide, Magier. Assassine. Ja, und dann die Top 3 Dämoniker, also Berserker ganz oben und Dämoniker und Kundschafter wahrscheinlich so gleich auf. Ne? So ist ungefähr jetzt die Klassenverteilung. Und kommen wir mal zu den Gilden. Also die Gilden haben jetzt schon 50 Raids. Demoralize mit einem Member weniger. Golden Empire. Die Damologen. Brotherhood. Haben alle 50 Raids. Das sind die Top 4 Gilden hier, definitiv. Ja, das passt auch mit der Ehrenhalle auf jeden Fall. Hier unten ist es ein bisschen knapper. Hier sind auch noch Raids zu machen. Aber hier wird auch wahrscheinlich schon gegeneinander gekämpft. Ja. Ja, Damologe wird von Brotherhood. Ach nee, greift. Warte mal. Ja. Damologen greifen Brotherhood an. Golden Empire greift Damologen an. Und Demoralize greift irgendwie so eine Gilde hier an. Also vielleicht trauen die sich jetzt auch gerade nicht, das anzuklicken. Das ist vielleicht noch nicht ganz entschieden hier. Aber das sind wohl die Top 4 Gilden. Und das kann man jetzt schon wirklich so sagen, weil der Server halt alt genug ist. Und das passt auch grob mit dem Elevator zusammen. Ja, also so insgesamt, aber wenn ich jetzt mal so eine Ehrenhalle gucke, haben wir deutlich über 1000 Spiele, über 200. Also der Server wird gut gespielt nach wie vor. Ich finde ihn jetzt nicht so schwach, obwohl auch W57 ja am Start ist. Also hätte ich anfangs nicht so gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war's dann aber mit W56. Als nächstes gucken wir uns dann bald W50 an, da freue ich mich auch drauf. Da würde ich erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Wo ist der Aufnahme-Beenden-Knopf? Hier ist er.